Hallo zusammen, heute geht es zum Märchensee. Wie ihr sehen könnt, ist es traumhaft schön neblig und das wird die ganze Sache noch viel mystischer machen. Natürlich ist der Märchensee nicht nur im Herbst, sondern auch im Sommer und im Frühling wunderschön. Viel Spaß mit dem Video. Warum heißt der Märchensee eigentlich so? Die Auflösung, wie bei einem Märchen, zum Schluss von diesem Video. Wenn du dort stehst, umgeben von Felswänden, dicht im Wald, fühlt es sich fast an wie in einer anderen Welt. Aber woher kommt der Name? Unweit von Tübingen und Rottenburg liegt der See im Stadtteil Wendelsheim. Er ist gut mit dem Auto, Fahrrad oder den Öffis zu erreichen. Hier entlang hoch, durch die Schlucht, den Märchensee und zurück. Ausgangspunkt für diese Wanderung ist der Parkplatz Grundschule Wendelsheim. Von dort führt ein schöner Spaziergang von etwa 30 bis 45 Minuten durch die Weinberge, den Wald direkt am See und den Steinbruch. Falls du Lust auf eine längere Wanderung hast, kannst du den Ausflug mit der Tour zur Wurmlinger Kapelle verbinden. Der Weg dorthin ist etwa 4 Kilometer lang und bietet unterwegs tolle Ausblicke auf das Neckartal. Schon auf dem Weg zum See wirst du merken, wie besonders die Natur hier ist. Je näher du dem See kommst, desto wilder und ursprünglicher wird die Landschaft. Moosbewachsene Felsen, dichtes Unterholz, versteckte Pfade, eben ganz wie im Märchen. Die Runde vom Parkplatz ist etwa 2,5 Kilometer lang. Der Nebel trägt einiges dazu bei, dass die Stimmung noch viel verwunschener wird. Gnomartige Gestalten kann man manchmal, wenn man ganz genau hinschaut, an den Bäumen sehen. Auch für Kinder ist dieser Ausflug sicherlich gut geeignet. Man kann hier grillen und sehr viel erkunden. Wenn du genau hinhörst, kannst du vielleicht das Klopfen des Buntspechtes in den Bäumen hören. Und an sonnigen Tagen wirbeln Libellen über das Wasser und die Kröten und Frösche quaken und die Vögel zwitschern. Wie du dir vielleicht denken kannst, ist das Ganze ein Naturschutzgebiet. Das heißt, du sollst auf jeden Fall keine Pflanzen pflücken und die Tiere nicht stören. Denn manche von diesen Tieren gibt es nur hier. Dieser magische Ort sollte so bleiben, wie du ihn vorgefunden hast. Wie durch ein Tor kommt man durch die Abbruchkante in den Steinbruch. Man kann hier die Spuren und die Geister der Vergangenheit spüren. Es gibt noch viele Stellen, an denen man die Meißelspuren in dem Stein sehen kann. Der Märchensee war nicht immer ein ruhiger und verwunschener Ort. Früher war hier ein Steinbruch, in dem jahrzehntelang Schilfsandstein abgebaut wurde. Dieser rötliche Sandstein war ein begehrtes Baumaterial und wurde für viele Gebäude in der Region genutzt. Hier am Märchensee gibt es auf jeden Fall sehr viele Infotafeln. Es ist auch ein alter Steinbruch, da sieht man noch verschiedene Markierungen und Steine, die angefangen wurden und ein paar Löcher, also ist wirklich spannend. Lohnt sich auf jeden Fall hier entlang zu gehen. Heutzutage leben hier die Geburtshelferkröten, ein seltener Bewohner. Ihn gibt es nur an dieser Stelle in Baden-Württemberg. Diese kleinen, unscheinbaren Amphibien sind besonders selten. Das Männchen trägt die befruchteten Eier an seinen Hinterbeinen, bis die Kaulquappen schlüpfen. Daher auch der Name Geburtshelferkröten. Da diese Art vom Aussterben bedroht ist, steht der Märchensee unter besonderem Schutz. Es ist also umso wichtiger, dass sich Besucher respektvoll verhalten, damit die Kröten und andere Tiere weiterhin hier leben können. Natürlich ist der Märchensee und der Steinbruch nicht nur im Herbst wunderschön, sondern auch im Sommer und im Frühling. Besonders im Sommer bietet die Region eine kühle Alternative zur Mittagshitze. Hier entlang verläuft auch der Via Sancti Martini, ein wunderschöner Fernwanderweg. Falls ihr euch diesen Weg noch nie angeschaut habt, solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, diesen Weg einmal zu laufen. Er gehört zu einem der unbekannteren Fernwanderwege, aber wie ihr sehen könnt, kommt er auch an sehr besonderen Regionen vorbei. Wenn du genau hinschaust, kannst du noch heute die Abbruchkanten und Bearbeitungsspuren sehen. Heutzutage sind die Steine nur noch stille Zeugen der Zeit, als hier noch gearbeitet wurde. Doch irgendwann lohnte sich der Abbau nicht mehr und der Betrieb wurde eingestellt. Aber jetzt zur Entstehung des Märchensees und wie es seinen Namen bekommen hat. Als der Steinbruchbetrieb in den 1960er Jahren eingestellt wurde, ahnte niemand, dass sich über Nacht hier plötzlich ein See bilden würde. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Über Nacht füllte sich die Grube mit Wasser. Die Menschen in Wendelsheim waren völlig überrascht. Aus dem alten Steinbruch war plötzlich ein See geworden. Und weil die Umgebung so märchenhaft aussah, bekam er seinen Namen, Märchensee.
Heute ist er ein einzigartiger Ort voller Geschichte, Natur und einem Hauch von Magie. Die stille Fläche, die alten Felswände und die dichte Vegetation machen ihn zu einem echten Geheimtipp für alle, die Ruhe, Natur und ein kleines Abenteuer suchen. Vielleicht ist ja auch genau der richtige Ort für dich für einen Ausflug. Ich freue mich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Wie hat dir der See gefallen?